In diesem Pfotenpiloten-Podcast gehen wir der Frage nach, wie kann sich das Leben mit einem Assistenzhund auf Erfahrungen in der Gesellschaft auswirken, sowohl in Bezug auf sozialen Kontakte als auch darauf, wie Behinderung wahrgenommen und diskutiert wird. Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Ja, ist schon was Schönes und was Spannendes. Und es für mich noch total wichtig ist, dass so ein Hund in der Öffentlichkeit eine ganz andere Kommunikation möglich macht. Das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich, den kann man immer so schlecht in so Anforderungen packen und so als Aufgabe definieren. Aber das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Ich finde, ein Assistenzhund ermöglicht so viel mehr Inklusion, weil man zum einen eben frei und selbstbestimmt entscheidet, wie sieht meine Teilhabe aus, wie möchte ich an der Öffentlichkeit teilnehmen, und ich entscheide das selbst. Und eben, es macht eine ganz andere Form von Kommunikation möglich. So auf der Straße merke ich, wie sich Blicke verändern, wenn ich einfach so irgendwo lang gehe und die Leute feststellen, die geht aber komisch. Und dann hatte ich das viele Jahre lang, das hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich, in der Gesellschaft, aber es gibt es immer noch, dass die Leute dann auch denken, naja, die ist vielleicht auch nicht so schlau. Geht komisch, ist nicht so schlau, geht so miteinander einher. Und dann passieren immer zwei Dinge. Das eine ist, sie stellen fest, ich kann in Anführungszeichen einen Hund beherrschen, der hört auf mich, der arbeitet für mich, ich kann ihm sagen, was er tun soll und kann das im Zweifelsfall sogar so kleinmaßstäbig ihm sagen, dass das andere Leute gar nicht mitbekommen. Also manchmal reicht ein Blick oder ein Ja oder ein Okay und er wusste schon, was zu tun ist und fängt einfach an. Und Leute, die das nicht kennen, stehen daneben und sagen, wow, was ist denn jetzt passiert? Woher wusste der Hund das denn? Und das andere, was passiert ist, ich habe einfach einen Hund dabei. Und dann habe ich einen Hund dabei und dann hat er was an. Und dann guckt man sich an, was hat denn der Hund an? Was steht denn da drauf? Irgendwas von irgendeinem Begleithund, das ist ja komisch. Wieso denn? Dann kommt ganz oft ein Blick zu meinen Augen. Nee, die sehen aber so aus, als könnte sie was sehen. Dann ist sie schon mal nicht blind. Und dann kommt ganz oft die Frage, naja, was ist denn das für ein Hund? Warum haben sie den denn? Und, ach, der ist ja hübsch oder toll. Und dann kommen ganz viele Gespräche und eben nicht nur Gedanken, und die Leute trauen sich nicht zu fragen und wollen halt eben auch nicht jeden anquatschen, was hast du denn und warum bist du denn so? Aber zu fragen, Mensch, das ist aber ein toller Hund, wofür hast du den denn? Ist eine ganz andere Frage und dann trauen sich die Leute auch. Also man kommt viel mehr in Gespräch, klar mit Hundebesitzern sowieso, aber eben auch ohne Hund. Wenn man andere Menschen ohne Hund trifft und man hat den eigenen dabei oder man bringt ihn ja durchaus an ungewöhnliche Orte mit. Ich finde oft eben diese Kommunikation mit Fremden, das eröffnet einem Türen und es macht schnell klar, dass man überhaupt Kompetenzen hat. Man wird von dieser Ecke des Hilfsbedürftigen in die Ecke eines Arbeitgebers gehoben oder geschoben und macht anderen Leuten, ohne dass man mit ihnen gesprochen hat, schnell klar, dass man weiß, was man tut, weil man einen Hund führt. Man ist halt nicht mehr, man wird so ein bisschen aus der Opferrolle rausgenommen. Also in Göttingen habe ich Biologie studiert und da haben wir mit 300 Leuten angefangen und man kannte sich halt nicht so besonders gut untereinander. Und es gab mit Sicherheit immer Leute, die sind einfach so verschwunden in der Masse und mich kannte jeder. Ich war die mit dem Hund. Und es war halt auch einfach, mich zu charakterisieren. Man hätte mich auch auf der Schule schon immer, hat mich jeder gekannt, aber dann war ich halt die Behinderte. Die einzige auf dem Gymnasium. Und im Studium war ich dann einfach die mit dem Hund. Und es war auch für alle anderen auch viel einfacher, dann über mich und auch mit mir zu reden, ohne dann, dann kommt man wieder in die Political Correctness. Und was sagt man jetzt, die mit dem Handicap, die Behinderte, die mit der Behinderung, oh, was sage ich denn jetzt? Naja, und sowas einfach die mit dem Hund. Und dann war der Hund auch noch nett und dann war alles gut. Also ich kenne persönlich niemanden. Leider, es gibt, glaube ich, sehr wenige Gehörlose, die einen Hund haben, der speziell ausgebildet ist wie mein Hund. Gehörlose haben oft viele Hunde. Es gibt Hundegruppen und man trifft sich zum Spaziergang. Aber die Hunde sind nicht ausgebildet für Menschen, um das Hören zu ersetzen.
Es gibt in München noch einen Mann, der hat ihn in Österreich ausbilden lassen. Das habe ich in der Zeitung gelesen, in der Gehörlosenzeitung. Aber ich kenne ihn nicht. Der Hund ist schon eine absolute Erleichterung nach außen, also eine innere Erleichterung, weil dieses Angespannte, was man vorher immer hatte, das ist eigentlich nicht mehr da. Es ist wirklich so, dass viele Leute auf einen zukommen und ganz plötzlich dann auch von sich aus irgendwelche Hilfe oder irgendwelche Sachen anbieten, die man gerade nicht sehen kann oder so, was man vorher vielleicht gewollt hätte, sich aber nicht getraut hat zu fragen. Aber die Leute konnten ja einem gar nicht helfen, weil sie es ja nicht wahrnehmen konnten, dass man diese Hilfe braucht. Das ist schon total richtig. Und also ich habe bisher auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Leute total offen sind. Die Leute sind sehr offen, sehr hilfsbereit und gar nicht aufdringlich. Also es ist, ich fühle mich richtig wohl damit. Es entstehen ja auch, wenn ich mir das so überlege, durch den Hund unglaublich viele soziale Kontakte auch wieder mit einfach Nichtbehinderten, dass es einfach nur ein Hund ist. Also über den Hund entstehen wirklich auch ganz, ganz viele soziale Kontakte, die so normal wahrscheinlich gar nicht entstanden wären, weil man sich gar nicht gegenseitig angesprochen hätte. Aber so hat man irgendwie so eine Brücke, Hund und Hund, dann kommt man ins Gespräch und dann spielt irgendwie die Behinderung überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist toll, das ist wirklich richtig toll. Weil die Menschen sehen einfach nur, ja, ist auch ein Hundehalter, ist zwar ein besonderer Hund, aber der darf im Grunde genommen, wenn er frei hat, genau das Gleiche, was die anderen Hunde auch dürfen. Und sowohl der Hund wie auch ich sind absolut integriert in diesen Hundegruppen. Wir haben ja mehrere bei uns im Wald und das ist echt total schön. Wenn ich ohne Leo in der Stadt unterwegs bin oder auch so unterwegs bin, wir Leute treffen, ist entweder man traut sich nicht, mich anzusprechen. Das merkt man schon, dass manchmal Kinder wollen und sagen die Eltern nee nicht und ziehen es weg, während Kinder ja ganz unbedarft rangehen. Also mich hat ein Kind mal gefragt, hast du denn gar keine Knochen in deinen Beinen? Also ganz süß. Aber jetzt den Eltern, im Grunde findet da kein Gespräch statt zwischen mir und einem fremden Menschen. Oder der Mensch fragt als erstes, darf ich mal fragen, was passiert ist? Und da denke ich mir manchmal, ja, darfst du fragen, aber nicht jedem möchte ich das erzählen. Also klar, oft erzählt man es einfach, weil ich ja auch sage, ich möchte ja auch dieses Fußgängerrollstuhl, dieses Verständnis erleichtern, den Umgang miteinander. Und erzählt man halt in abgespeckter Version. Habe ich Leo dabei, ist das aber kein Thema. Da ist es wirklich das Thema, boah, was ist das denn für und was macht der denn? Was hat der denn für Aufgaben? Oder wenn die spielen und man sieht gar nicht, dass Leo ein Assistenzhund, weil er keine Kenndecke trägt im Freien. Mann, der hat aber toll, hat das lang gedauert? Oder wenn er irgendwas macht, was andere Hunde nicht machen, wie haben sie ihm das denn beigebracht? So ist ich mit meiner Krankheit bin eigentlich nicht mehr interessant, sondern ich bin als Hundemensch interessant. Man spricht mich an, weil man mich ansprechen möchte einfach. Und sicher führt manchmal das Gespräch dann darauf, wenn man sich häufiger trifft, was ist denn passiert? Finde ich auch legitim, das zu fragen. Aber das ist eigentlich lange nicht mehr das erste Thema. Und ja, klar, das gefällt jedem besser, wenn er als Mensch wahrgenommen wird und nicht als Ereignis. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.